Liebe Leute, guten Tag. Ja, ich habe eine ziemliche Odyssee hinter mir. Ihr hört auch die Stimme. Das klingt ein bisschen seltsam. Ich bin brutal erkältet. Ich bin jetzt 4 Tage quasi, war ich im Regen, habe praktisch kein Offroad gefahren. Es war nie über 17 Grad, 18 Grad. Es ist Ende Mai in Spanien. Die hatten vor 2 Monaten 40 Grad. Ich bin in der Extremadura, einer der trockensten Gegenden Spaniens. Die Stauseen sind voll, überall. Es ist halt auch Dreck in den Wegen, es ist Sand in den Wegen, es ist schlammig. Ich habe das deshalb sein gelassen mit Offroad-Fahren. Ich war in Segovia, da hat es 2 Tage geregnet. Dann bin ich nur irgendwie knapp 80 Kilometer nach Ávila gefahren. Da hat es auch wieder begonnen zu regnen, habe ich gehalten. Dann war ich in Plasencia über die Sierra de Gredos, alles im Regen bei 9 bis 12 Grad. Bin dann runter, weil Badajoz, da hieß es, das wäre die einzige Gegend, die trocken ist, mitten in der Extremadura. Kannst du dir vorstellen, nicht wenn der Martin kommt. Da bin ich runtergefahren von Plasencia jetzt, ich weiß es schon gar nicht mehr, nach Mérida, genau. Es ist immer so, für den nächsten Tag wird Sonne angekündigt, wenn ich da bin, regnet's. Ich fahre jetzt, war die Idee Richtung Badajoz, aber eben da hat es geregnet. Jetzt fahre ich ab hier wieder auf der Ruta 47. Die kommt von hier, asphaltiert, so wie es scheint. Ich war eben in Jerez de los Caballeros. Ja, ich schaue jetzt mal. Ich sehe Licht am Horizont. Die Strecke geht jetzt runter nach Huelva. Ich weiß nicht, ob ich das heute noch schaffe. Es ist schon Mittag vorbei. Bisher ist das ja ein fantastisch schönes Sträßchen. Keine Ahnung, wo das hinführt. Oh, bitte, 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 nicht wieder hier hoch. Habe ich da jetzt zu viel Mut gezeigt? Es ist nun also definitiv nicht mehr so wie an den ersten Tagen. Ich wünsche euch viel Spaß. Also die Extremadura, die wäre ja eigentlich schon super hübsch. Also ich habe ziemlich einen Frust rausgezogen hier, dass ich nicht Offroad fahren konnte. Weil das sieht dann auch ein bisschen aus wie im Alentejo. Also da hast du viel dieses Weideland mit den einzelnen Bäumen, wo das Vieh sich je nachdem in Schatten stellt darunter und viele so einzelne Felsblöcke abgerundet. Das sieht schon sehr speziell aus, gefällt mir super. Schauen wir mal, dass wir in Andalusien ein bisschen besseres Wetter bekommen. Auch da es hat geregnet, es hat in Almeria die ganzen Plantagen von Hagelstürmen zertrümmert. Sie brauchen ja das Wasser, sagen sie alle, aber irgendwie vielleicht nicht immer genau dann, wenn ich hier bin. Was heißt immer? Ich hatte ja sonst die letzten Jahre jetzt eher Glück. Beim Einstieg hatte mich jetzt gerade eben ein Hund von rechts angekläfft und schwupp hatte ich ein Bild. Da war ich schon mal vor 4 Jahren. Da bin ich mit der Triumph lang gekommen und von der anderen Seite her. Ja, wenn ich das mit der Triumph geschafft habe, müsste das ja jetzt da mit der Aprilia auch machbar sein. Auch wenn es da teilweise recht tief ist. Das war es schon damals. Aber es hat jetzt, also das Wetter war damals auf jeden Fall besser. Hoppala. Man weiß nicht genau, ist es befestigt oder nicht. Ja, da hat der Regen schon noch was dazu getan. Wilde Angelegenheit hier runter. Schauen wir mal, ob ich das dann wirklich so mache, weil das war jetzt schon sehr unruhig. Also bei besten Konditionen einfach, aber so wie jetzt.
da echt nicht sicher. Okay, da vorne sieht es zwar okay aus, aber es ist schon auch immer wieder nass zwischendurch. Dann sofort auch schmierig. Was ich definitiv nicht machen werde, ist über Felder zu fahren. Sieht schon nicht ohne aus da von oben. Ah, gucken wir mal. Schon eher Ted-like. Gefällt mir schon nicht wirklich. Ich sehe nicht genau, was das für Spuren sind. Okay. Das wäre eigentlich schon machbar, aber jetzt sieht das super greasy aus. Erdig feucht. Habe ich da jetzt zu viel Mut gezeigt? Krass. Also Gerard, der Autor dieser Route, der Ruta 47, meint, es ist alles einfach für Offroad erfahrene Leute und auch alles mit vierrädrigen. Eieieiei. Oh, bitte, 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 nicht wieder hier hoch, ey. Oh. Ich hätte gleich reagieren sollen. Hätte, Fahrerkette. Das ist shit. Ich weiß einfach, wenn ich da durch den Fluss durch bin, dann ist da noch ein anderer Weg. Könnte die Rettung sein. Es führt hier links ein anderer Weg weg und dann durch den Fluss, da gibt es auch zwei Wege. Also Fluss, Bach, was auch immer da jetzt gleich kommt. Also da drüben, das sieht überhaupt nicht nach Piste aus jetzt. Das sieht nach einem viel besseren aus. Keine Ahnung, wo das hinführt. Und da ist jedenfalls einer mit einem Traktor drauf gefahren. Jetzt habe ich mal das Tor aufgemacht und hoffe, dass ich da nicht viele unliebsame Begegnungen habe. Mit Hunden oder was auch immer. Wie gesagt, das passt mir das natürlich überhaupt nicht. Ein paar hundert Meter weiter sah ich einen Bauern mit einem Bagger ein Bachbett freischaufeln und bevor ich mich in ernsthafte Nöte begeben sollte, fragte ich vorsichtshalber mal nach einem Ausweg aus dem Canyon. Hola, buenas.
Disculpe, ¿se puede continuar aquí? Okay, so wie ich die Leute verstehe. An diesem Bild kann man erahnen, wie viel Regen hier heruntergekommen sein musste und wie viel Erde er wegschwemmte. Okay. Also den Spuren nach ist das der richtige Ausgang. Er hat auch gesagt, oben rechts. Muchas gracias, So, sollte ich jetzt ja schaffen. Joder. Eben mal wieder ein Tor passiert. Aufmachen oder absteigen, aufmachen, durchfahren, abschließen, wieder losfahren. Es ist ein bisschen öde. La Dehesa El Valle heißt das. Schön kurvig, schönes Stressen, so wie es ausschaut. Ich hoffe, das bleibt so.
ich absteigen muss. Also bisher ist das ja ein fantastisch schönes Sträßchen. Ja, da hilft es also schon, wenn man ein bisschen Reserve beim Federweg hat, oder? Bodenfreiheit. Es ist nun also definitiv nicht mehr so wie an den ersten Tagen. Für mich schon Minimum moderat, aber nicht mehr einfach, finde ich. Da gibt es sogar ein bisschen Aussicht. Also mir gefällt die Piste, ist ein bisschen sehr unruhig, also so Schläge, aber sonst echt geil. Geschwindigkeit ist nicht, ja, außer man möchte da springen mit dem ganzen Gepäck, aber ne, mache ich nicht freiwillig. Kann schon sein, dass ich das mal mache, aber dann hat das Konsequenzen, wie man das letzten September gesehen hat. Und wie ich das schmerzlich erfahren musste. Schmerzlich nicht, aber fürs Motorrad und fürs Portemonnaie. Oh oh. Ich mag die Talkante nicht so. Ah, und hier duftet es wieder so geil. Okay. Der meint da lang, ist ja zu. Ich mache aber das ist schaffbar, machbar. Ja, wenn es nass ist, könnte das rutschig gewesen sein.
Das sieht nach Raupenfahrzeug aus, die Spuren. Du hast dir das jetzt aber lange überlegt, ob du wegspringen sollst. So, das war jetzt eigentlich eine schöne Kretenpiste. Davor Asphalt, was nicht als Asphalt erkennbar war vor lauter Löchern. Jetzt hoffe ich mal, dass das hier runter gut geht, weil da wollte mich die Route auf eine Piste lotsen. Also was heißt Piste? Das war eine Schneise, eine Waldbrandschneise. Gefühlt 100% Gefälle. Ich habe das nicht gefahren, habe es dann von unten gesehen. Jo, das passt soweit. Eine hübsche Kretenstraße. Und in so einem guten Zustand bis jetzt, das ist erstaunlich. Ja, hier merkt man schon, da gab es auch Gewitter. Vorhin, da wurde aufgeräumt, so wie es ausschaut. Oder es war sehr lokal an dieser Seite des Berghangs, dass sich das hier ausgeregnet hat. Und jetzt verschiedene Varianten. Die Erkältung, die ich mir im nasskalten Wetter holte, setzte mir sehr zu. Und auch die Kameras hatten eine Pause nötig. Zeit, um an der portugiesischen Grenze in Ayamonte am Rio Guadiana ein bisschen auszuspannen. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei und freue mich über jedes Like und jedes Abo.